Hallo meine Lieben, es freut mich, euch wieder mal zu einem Video von uns begrüßen zu dürfen. Heute ist ein ganz spezielles Video. Wir möchten euch nämlich zeigen, was wir so Kleinigkeiten verändert haben. Es schaut aus, wie wenn sich nicht wahnsinnig viel verändert hätte, aber es geschieht doch so einiges. Ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits heute. Und wie du richtig gesagt hast, es ist zwar auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel passiert, aber wir möchten euch heute auch einmal ein bisschen erklären, was wir so hinter den Kulissen gemacht haben in den letzten Tagen. Genau. Und wie es so weitergehen wird mit unserer Lego City. Genau. Eine Kleinigkeit, die wir hier schon ganz gut sehen, ist, dass du speziell die Gehsteige verbreitert hast. Du hast ja damit schon gestartet vor ein paar Wochen. Ja, ich weiß nicht, was bei Lego los ist. Ich warte fertig. seit über 3 Wochen auf die Bestellung dieser 1x1 und 1x2 Fliesen. Das stimmt. Die sind leider noch nicht eingetroffen, aber da und dort haben wir schon den Gehsteig jetzt schön gemacht. Ich finde das extrem super, wie das jetzt aussieht. Auf jeden Fall um einiges schöner. Hier auch der super Vergleich. Der Donutladen, da ist noch nichts geschehen, aber auf der anderen Seite ist es echt schon so schön. Genau, also wir haben unsere Ressourcen klug eingeplant, da und dort ein paar kleine Veränderungen gemacht. Genau. Und wie ich bereits gesagt habe, wir haben in den letzten Tagen viel hinter den Kulissen gearbeitet. Es sind, wie ihr hier zum Beispiel schön sehen könnt, Säckchen vorbereitet worden mit Figuren, die thematisch in irgendeine Gegend unserer Lego City passen. Hier zum Beispiel noch mehr Bauarbeiter. Ja. Oder auch hier ein ganzer Haufen weißer Steine, braune Steine und so weiter, damit wir hier dieses Landschaftsbild etwas verschönern können. Also die haben wir alle zusammengesammelt, teilweise auch bestellt und so weiter. Und ich finde das auch immer so wichtig, dass, also ich kenne auch viele andere Hier Lego-Städte. sind zum Beispiel Bauern, siehst du. Und auf das wollte ich eben hinweisen, dass es wichtig ist, dass auch wirklich viele Figuren unterwegs sind. Denn was bringt einem eine Stadt, wenn sie unbewohnt ist? Ich finde, das macht eine Stadt erst richtig aus, dass lauter kleine Szenen sind, wie einfach im normalen Leben. Die Leute erledigen etwas, gehen zur Arbeit, arbeiten gerade, machen in der Freizeit irgendwas. Das finde ich einfach echt cool. Das wird ein ganz großer Teil unserer Lego City sein. Wir haben auch hier, das sieht man jetzt natürlich nicht so, weil der Unterschied nicht besonders groß ist, wir haben auch einen Teil der Bodenplatten mal neu arrangiert, sodass diese jetzt schlussendlich zusammenpassen. Hier links im Bild seht ihr noch bei den grünen Platten, dass ein kleines Eck hier noch nicht perfekt ist. Ich weiß auch schon, woran das liegt, aber es ist natürlich immer so, wenn da und dort gearbeitet wird, man verschiebt die Bodenplatten manchmal nur um wenige Millimeter und das hat dann aber zur Auswirkung, dass man auf der anderen Seite des Layouts solche Lücken hat. Das Problem natürlich auch, wenn ihr selbst auch mal eine Lego-Stadt starten möchtet, es ist natürlich, man geht mit sehr viel Euphorie dran und jeder möchte bei einem anderen Teil starten. Wie zum Beispiel bei mir der Vergnügungspark, bei dir hier diese Züge, die du aufgestellt hast. Aber natürlich ist es schwierig, dass nachher alle Platten perfekt zusammenpassen, weil man nicht weiß, wo die genau liegen sollen. Speziell, wenn dann auch noch Bahngleise und dergleichen in die Lego-Stadt integriert werden, ist das Chaos vorprogrammiert. Aber wir haben jetzt mal, ich glaube, fast 1 Stunde lang diese Bodenplatten hier ein wenig besser ausgerichtet und jetzt ist bis auf da und dort ein paar Kleinigkeiten eigentlich alles so, wie es sein soll. Hier haben wir auch schon, wenn ihr hier in dieses Säckchen hineinsieht, Winterleute, die hier noch in diese Winterstadt hineinkommen. Wie gesagt, da haben wir Größeres vor. Das kommt vielleicht in einem der nächsten Videos schon mal, was wir da geplant haben. Hier, das sieht eigentlich schon, das heißt fertig aus, aber da ist schon auch sehr vieles geschehen. Was wir jetzt auch begonnen haben, ist einen Weg zu legen durch den Freizeitpark. Die Sache ist nur die, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wir müssen den Weg noch verbreitern. Denn nur diese 2x2 Plates und Jumper Plates, das ist, glaube ich, einfach zu wenig. Glaube ich auch, dass das zu wenig ist, die Brille, weil das Licht ja noch immer nicht ganz gut ist, aber mehr dazu später. Aber hier wurden schon ein paar kleine Landschaften in die Stadt integriert. Hier seht ihr die Mauer beim Hogwarts Castle. Ja, und wie gesagt, diese Wege, man sieht sich hier auch ganz gut im Bild, das ist nur einmal vorgelegt, wo sie ungefähr verlaufen sollen, aber die werden bestimmt noch etwas breiter sein. Da kommen auch noch Bänke, wo sich die Leute hinsetzen können, Straßenlaternen, Pflanzen und so weiter, damit das alles richtig cool aussehen wird. Ja, und natürlich ist also für mich auch immer die Frage,
wie kann man mit möglichst wenig Geld das auch machen. Natürlich, wir könnten jetzt die teuersten Steine überhaupt einkaufen, aber dann haben wir einfach kein Geld mehr. Ist jetzt auch nicht das in der Sache. Bei der Größe dieses Layouts müssen wir da und dort natürlich schon auf unser Portemonnaie achten. Ja, hier seht ihr zum Beispiel den nächsten großen Meilenstein unserer Lego-Stadt. Da freue ich mich Wir schon. haben in diesen Tagen die Rahmen für die Lampen, für die Deckenlampen montiert. Wir wollten eigentlich auch schon die Lampen montieren, aber leider sind teilweise die Kabel zu kurz. Hier seht ihr jetzt gleich auch, wie die Lampen aussehen, für welche wir uns entschieden haben. Hoffentlich werden uns die gutes Licht spenden. Ich hoffe auch. Das sind so relativ neu moderne LED-Lichtpaneele mit den Größen 120 x 60 cm. Die kann man auch programmieren, wie hell und wie lichtwarm sie sein sollen. Alles mit Fernbedienung regelbar. Da haben wir 4 Stück davon gekauft. Und ja, ich habe mir die angesehen, ziemlich viele Rezensionen dazu angeschaut und ich glaube, die machen hier doch schon was her. Das wird dann ein ganz anderes Gefühl werden, als hier jetzt diese 4 einfachen russischen Glühbirnen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Kamera wird sich auch um einiges leichter tun, auch wirklich diese Schönheit der Stadt einzufangen. Das glaube ich auch. Wir haben momentan, hier seht ihr zum Beispiel auch, was das nächste Projekt ist. Wir haben einige Mocks in der Produktion. Hier zum Beispiel der Zoo, der noch nicht ganz fertig ist. Die wollen wir dann natürlich auch integrieren, aber das bedarf alles sehr viel Zeit. Und dauert natürlich, bis wir hier fertig sind mit den ganzen Geschichten. Ja. Hier seht ihr auch schon ein nächstes Projekt, die Bahngleise, die 9-Volt-Anlage war zum Teil etwas, ich will nicht sagen verrostet, aber so ein bisschen oxidiert und ein bisschen so beschlagen. Ich habe jetzt einen ganzen Tag mir Zeit genommen, um mit etwas Brennspiritus und einem Topfschwamm diese Gleisanlage wieder zum Glänzen zu bringen. Ein paar Gleise sind noch, wo die Stromstärke etwas abfällt, da muss ich nochmal hineinschauen zwischen die Gleisstücke, aber das war natürlich auch relativ viel Arbeit. Und hat es gut funktioniert, weil ich kenne ja nämlich auch andere, die das mit einem Radiergummi gemacht haben. Habe ich auch schon gesehen, weil ich das im Internet gelesen habe, dass das auch mit Brennspiritus ganz gut funktioniert und ja, die Züge fahren wieder. Okay. Und ich denke mir wahrscheinlich, mit dem Radiergummi ist natürlich dieser Abrieb dann auch nicht so ideal. Das muss man irgendwo vielleicht draußen im Garten machen oder wo man sich nicht alles gleich verdreckt. Das wäre blöd, wenn das hier alles auf die Lego-Stadt. Ja, stimmt. Eines der nächsten Geschichten, die mich ziemlich stört, ist dieser Abschluss zwischen der Dachplatte und der Betonwand noch nicht ganz schön. Das wurde hier nur abgedichtet. Ist zwar in Natura etwas heller, hier sieht es ziemlich braun und dunkel aus, das ist fast weiß in Natura, aber das gehört noch schön abgeschlossen, so wie es teilweise an den anderen Wänden auch schon ist. Der Teppichboden ist da und dort auch noch nicht ganz perfekt, der gehört nochmal nachgeklebt oder noch ein bisschen nachjustiert. Und ja, wir haben noch einige dieser Klappböcke, mit denen wir da und dort natürlich noch ein paar dieser Verlegeplatten positionieren können. Zum Beispiel hier in der Mitte, wo ihr seht ja auch noch die Böcke, die übrigen. Aber hier zum Beispiel können wir ja sicher noch eine mittelgroße Platte hineingeben, damit hier diese Hafenanlage und der Strand noch etwas wachsen können. Das wäre natürlich sehr cool. Also da bin ich auch schon gespannt, wie das dann wirklich auch wird. Und mir gefällt der Strand einfach schon so gut. Ja, aber hier haben wir auch noch mehrere Sachen vor. Zum Beispiel bleibt das Wasser nicht so, wie es ist. Natürlich nicht, Der wird mit so Transparent Light und Dark Blue Fliesen noch ausgelegt und auch am Strand wird sich da und dort noch etwas tun, weil Sand ist ja nicht ganz eben, oder? Eben, und auch die Wasserlinie, dass die halt ganz gerade verläuft, ist natürlich auch sehr unrealistisch. Unsere Badegäste sind aber auch schon vorbereitet. Also Sie sind schon vorbereitet. Sie sind momentan noch hier schön in dieses Säckchen hineingestopft, aber die werden natürlich auch früher oder später mal das Vergnügen haben, auf jeden Fall ein wenig baden zu gehen. Auf das freue ich mich schon. Und hier haben wir, wie ihr seht, noch jede Menge andere Figuren, die wir jetzt noch nicht zugeordnet haben. Da sind zum Teil noch Bahnarbeiter dabei, Schaffner, Postleute, also ganz bunt gemischt. Alles, was hier drinnen ist, ist noch nicht wirklich sortiert, außer hier ist noch ein kleines Säckchen mit Bauern. Ja, das Problem natürlich, was mir auch direkt auffällt, ist, dass einige keine Kappen oder Haare aufhaben, was mir persönlich dann immer nicht so gut gefällt. Deswegen habe ich auch schon ein paar neue Frisuren nachbestellt. Ein paar ist gut. Ich glaube, wir haben fast 300 Frisuren und Kappen bestellt. Ja. Helme sollten auch dabei sein, wenn ich mich nicht täusche. Also damit wir hier, es kann zwar sein, dass jemand mal wirklich nicht so mit einer
großen Haarpracht gesegnet ist, aber da wird sich... Sicher, aber so viele... So viele ohne Haare, das ist schon sehr komisch. Ja. Also, wie gesagt, das war jetzt mal der Überblick, was alles gemacht wurde und was alles noch so am Programm steht in der nächsten Zeit. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was auch ihr gern sehen würdet und wenn ihr Tipps für uns habt, was ihr euch denkt, dass wir noch machen können. Genau, oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Fragen zu irgendeinem Thema, wie zum Beispiel eben das Reinigen der Gleise. Wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal.